Name ist Richard Lang und gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien und Schweden leite ich das internationale Forschungsprojekt MiCall. In MiCall untersuchen wir das Potenzial von gemeinschaftlichen Wohnformen für die langfristige Integration geflüchteter Menschen. Für Geflüchtete ist die Suche nach leistbaren und angemessenen Wohnraum in Städten eine große Herausforderung und mit vielen Hindernissen verbunden. Menschenwürdiges Wohnen und stabile nachbarschaftliche Kontakte sind aber eine wesentliche Grundlage für die erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft. Quer durch Europa haben gemeinschaftliche Wohnmodelle, wie zum Beispiel Baugruppen, in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, weil sie einen besonderen Fokus auf nachbarschaftliche Unterstützung, Partizipation und gesellschaftliches Engagement von Bewohnerinnen und Bewohnern legen. In MiCall analysieren und begleiten wir ausgewählte gemeinschaftliche Wohnprojekte mit bzw. für Menschen mit Fluchthintergrund in Österreich, Schweden und Großbritannien und leiten daraus Handlungsempfehlungen für wichtige Akteurinnen und Akteure der Stadtentwicklung ab. Beim österreichischen Projektteil liegt der Fokus auf der Stadtregion Wien und der Begleitung des Wohnprojekts Oase inklusiv in der Donaustadt. Das Projekt Oase inklusiv ist ein gefördertes Wohnhaus in Wien-Donaustadt. Die Anlage wurde von der Genossenschaft Neues Leben errichtet. Es gibt 81 geförderte Mietwohnungen, 27 davon sind Smart-Wohnungen mit einem sehr geringen Eigenmittelanteil. 15 Wohnungen wurden in Kooperation mit dem Neunerhaus an Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund vergeben. 2017 wurde im Rahmen eines Bauträgerwettbewerbs gemeinsam mit der Genossenschaft Neues Leben, dem Architekturbüro 1:1, der Neuner Immo und einer Kerngruppe aus zukünftigen Bewohnerinnen das Projekt entwickelt. Einerseits sollten Mitbestimmung und Selbstorganisation ermöglicht werden, andererseits aber auch anonymes Wohnen möglich sein. Leistbarkeit und Gemeinschaft wurden als inklusive Faktoren definiert. Von Beginn der Planung wurden die zukünftigen Bewohnerinnen unabhängig von ihrem Hintergrund in die Planung und Entwicklung einbezogen. In Workshops und regelmäßigen Gruppentreffen wurden Wohnungsgrundrisse besprochen sowie erste Nutzungskonzepte für die Gemeinschaftsräume und Freiräume erarbeitet. Die Kerngruppe aus Interessierten mit und ohne Fluchterfahrung wurden bei Infoabenden, Workshops und Gruppentreffen in die Planung eingebunden. Die Gemeinschaftsräume werden seit dem Bezug von aktiven Bewohnerinnen organisiert, die auch einen Bewohnerverein gegründet haben. Gerade für Menschen, die sich in Österreich erstmalig eine Existenz aufbauen und auch zum Beispiel noch keine 2 Jahre Hauptwohnsitz nachweisen können oder auch noch nicht lange arbeiten durften, weil eben wie geflüchtete Menschen sie gerade aus der Grundversorgung rauskommen und noch kein 1 Jahr Einkommen nachweisen können, sowie auch der Finanzierungsbeitrag. Das sind so große Hürden für Menschen mit Fluchthintergrund. Daher braucht es Bauprojekte wie die Oase 21, die einen großen Anteil an Smart-Wohnungen haben, da ja da der Finanzierungsbeitrag relativ gering ist und auch die Zugangshürden, wenn es eine Baugruppe ist, einfacher sind. Bei der Oase inklusiv war ja auch das Neunerhaus ganz stark involviert und sozusagen ein fixer Partner, und ich glaube schon sozusagen, dass das, was das Neunerhaus leistet, ist etwas, das kann ein gemeinnütziger Bauträger oder auch andere frei finanzierte Bauträger können das nicht leisten. Also es wäre interessant, sozusagen hier eine stärkere Verknüpfung zu schaffen, stärkeren Austausch zwischen gemeinnützigen und sozusagen sozialen Trägern oder NGOs, die sozusagen entweder rein nur Wohnungsbedarf haben oder auch sozusagen vermittelnd auftreten, und die bringen vor allem einfach das rechtliche Sicherheit für die Bauträger und natürlich auch finanzielle Sicherheiten. Wenn ich an die Beteiligung der Gemeinschaft denke,
braucht es auch das Angebot für Menschen, wohnungslose Menschen und armutsbetroffene Menschen und Menschen mit Fluchthintergrund, also die Zielgruppe von Neuner immer, braucht es da das Angebot, dass die zukünftigen Mieterinnen der Baugruppe an dem Angebot teilnehmen können, aber nicht müssen. Weil dieses Können ist für die Lebenssituation viel besser adaptierbar, weil es ja dann manchmal doch andere Themen gibt und dadurch sich dann diese Menschen wieder rausnehmen müssen, ein bisschen aus dem Prozess. Und diese Individualität würde es dann den Menschen einfach leichter machen, auch mit ihren Themen. Die Baugruppe wird ja begleitet und in diesen Begleitmöglichkeiten gibt es auch mit der Begleitung der Sozialarbeit werden ja dann die Menschen auch vorbereitet auf verschiedene Workshops und da gibt es natürlich eine gute Möglichkeit, dann auch ihre Bedürfnisse einzubringen. Ja, dass wir uns eigentlich relativ früh schon kennengelernt haben, die ganzen Bewohner, und wir haben gemeinsam, sozusagen sind wir eingezogen, wir haben gemeinsam den Einzug genossen und kennenlernen, miteinander sozusagen etwas tun, auch gegenseitig helfen und unterstützen. Man kann seine Umgebung so mitgestalten, wie es dann auch den Bedürfnissen entspricht, sozusagen für kleine Kinder, für Erwachsene, für Gemeinschaft. Also die Motivation war sozusagen wirklich, das eigene Umfeld mitzugestalten und auch andere Leute kennenzulernen und nicht in einem anonymen Bau zu leben, wo man nebeneinander wohnt, aber eigentlich keine Bezugspunkte hat. Und das war das Schöne und Wichtige und auch Interessante an der Einbindung und an der Mitgestaltung. Es gibt immer Konflikte, also von klein sozusagen wie wird heraus das gehandhabt und wie laut oder wie nicht laut ist es. Manchmal auch mit den Kids, die gerne natürlich Fußball spielen, aber dort, wo ein Glas ist, also Fußball spielen suboptimal. Aber das regelt sich. Mit ihnen sprechen, kommunizieren und so geben sich informelle Regeln aus und das ist ganz gut. Also da steckt viel Zeit, viel Engagement drinnen und viel persönliche Energie und die ist natürlich auch irgendwo begrenzt. Baugruppen schaffen es zum Beispiel, jetzt im Grätzl gesehen, die Sockelzone zu beleben, dadurch, dass sie einerseits geschäftliche Ideen haben, Veranstaltungsräume machen, sich intensiv schon 3 Jahre vor Planungsbeginn mit der Stadt, mit dem Grätzl, mit dem Angebot, das da ist, auseinandersetzen. Wien wächst. Wien wird bunter und vielfältiger und da ist so ein Projekt wie die Oase inklusiv eigentlich eine logische Antwort, die einfach Menschen an den Zugang zu leistbaren Wohnraum ermöglicht und gleichzeitig auch die Teilhabe an einem Prozess, der Auswirkungen auf das ganze Grätzl hat. Dadurch wird einerseits die Hemmschwelle, mit dieser Zielgruppe in Kontakt und auch in Berührung zu kommen, verringert und es bringt letztendlich Respekt und Wertschätzung für diese Menschen.